Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, warum das Startrelais bei einer unserer R1300 GS ausgetauscht werden musste und warum wir froh sind, dass unsere R1300 GS nicht abgebrannt ist und welche interessanten Aktionen BMW bei dem Tausch gleich mit durchgeführt hat. Der eine oder andere würde es vielleicht verdeckten Rückruf nennen. Dann informiere ich euch über Zulassungszahlen, Lieferzeiten und auf welche Herausforderungen wir mit der Lithium-Ionen-Batterie gestoßen sind und was die Batterie mit möglichen Problemen der Koffer zu tun hat. Aber als besonderes Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes, vergleichen wir für euch noch das LED-Licht der R1250 GS mit dem neuen, kleineren und leichteren LED der R1300 GS. Ist es wirklich so eine Funzel, wie teilweise im Internet behauptet wird? Alles in dem Video, also los geht's! Wie schon erwähnt, musste eine unserer R1300 GS Motorräder zurück zum Händler, weil das Startrelais getauscht werden musste. 1000 PS hat das Ganze etwas reißerisch aufbereitet und mit Auslieferungsstopp überschrieben. In dem Bericht schreiben sie, dass ein Mitarbeiter die Testmaschine nach Vergleichstests mit den Konkurrenzmodellen von KTM und Ducati waschen durfte und dann im Transport wieder zum Händler zurückbringen musste. Dabei startete die R1300 GS im Laderaum von selbst und Rauchentwicklung mit Flammen war sichtbar. Der Fahrer lud dann die R1300 GS aus dem Transporter aus und schloss die Batterie ab. Dann war der Spuk auch schon vorbei. Der Autor schmückt das Ganze natürlich sehr schön mit österreichischem Schmäh. Wenn man aber ein Motorrad noch ausladen und die Batterie abschließen kann, dann wird sie höchstwahrscheinlich nicht extrem stark gebrannt haben. In dem Bild sieht man zwei etwas verkohlte Kabel und vielleicht etwas Schmutz. BMW schreibt zu der Thematik, dass deswegen eine Serviceaktion läuft bzw. lief und die Startrelais geprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Mit vorübergehender Ausliefersperre für eine kurze Zeit im November 2023. In den sozialen Medien konnte ja schon wieder ein paar die Überschrift Auslieferungsstopp nicht glauben. Aber es war wirklich so. So wie natürlich auch unsere Information über den Motortausch in einem unserer R1300 GS Videos im Oktober korrekt war. Wer sich das Video nochmal anschauen will, für den verlinke ich es hier oben rechts in der Infokarte. Auf jeden Fall schreibt BMW, dass es zu vereinzelten Beschädigungen an der Kunststoffbeschichtung des Startrelais bei der Erstmontage kam. Dadurch kann Feuchtigkeit eintreten und zum Ausfall des Startrelais führen. Etwas weniger als 1000 Fahrzeuge waren davon in Deutschland und Österreich betroffen. Dass noch keines der betroffenen Fahrzeuge beim Kunden war, stimmt nicht ganz. Wir hatten zum Beispiel auch schon so eine Maschine hier im Betrieb. Aber bei uns gab es trotz gewaschenem Motorrad keine Probleme. Das war aber bei uns noch nicht alles. Mir wurde zuerst gesagt, dass eine unserer R1300 GS Modelle ebenfalls zurück muss, weil die Entlüftung herausfallen könnte, weil unter Umständen ein Loch zu groß gebohrt wurde. Da habe ich auch erstmal mit großen Augen geschaut und dachte gleich an das fast schon berühmte Drainageventil im Kardan und fragte mich selbst, ob BMW mit der Kardan-Thematik vielleicht noch nicht fertig ist. Aber erstmal leichte Entwarnung, es geht um das Winkelgetriebe. Die Entlüftung am Winkelgetriebe soll bei einigen Fahrzeugen nicht gut genug befestigt sein, die Bohrung soll zu groß sein. Das wird dann bei BMW überprüft und wenn nötig mit einem speziellen Kleber eingeklebt. Hier in den Bildern seht ihr diese Entlüftung oben auf den Kardan. Links von hinten oben auf den Kardan blickend und rechts durch die Felge auf den Kardan blickend. Wenn ihr solche Infos, Tipps, Tricks und das Neueste zu BMW Motorrad und unseren Produkten nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das kostet nichts und tut nicht weh. Hier seht ihr die Motorradneuzulassung in Deutschland im November 2023. Da hat die R1300 GS das erste Mal die Spitze übernommen. Die Ducati Multistrada ist auch recht weit nach oben gesprungen auf Platz 2 und die R1250 GS macht mit 78 Stück immerhin noch den 5. Platz. Wenn ich eine Prognose wagen darf, dann würde ich sagen, dass die R1300 GS auch im Dezember und das ganze nächste Jahr auf Platz 1 der Motorradzulassungsstatistik für Deutschland sein wird. Wie sie sich fährt und was ich dazu sage, habt ihr ja in einigen der vorherigen Videos schon gesehen. Und auch unsere Händler und Importeure im Ausland berichten von sehr ordentlichen Verkäufen und Lieferzeiten von ein paar Monaten, weil angeblich auch die Verkäufe in Europa und Großbritannien so gut laufen. Die Zulassungsstatistik für 2024 wird es uns dann im Detail zeigen. Rechts seht ihr übrigens das Sondermodell
R1300 GS Option SIM19 Tramontana. Wusstet ihr schon, dass SIM19 einen historischen Hintergrund bei BMW hat und nicht einfach so 0815 ausgewählt wurde? Die SIM19 stand schon seit jeher für Sonderoption oder etwas Spezielles, das früher sogar noch handschriftlich auf dem Bestellzettel notiert wurde. Aber kommen wir jetzt zu etwas relativ Neuem, der Lithium-Ionen-Batterie. Im Bild seht ihr schon, dass an dieser Batterie der R1300 GS nicht nur ein Plus- und ein Minuskabel angeschlossen sind, sondern auch noch ein lila Kabel. Denn die Lithium-Ionen-Batterie ist mit einer Ladeüberwachung ausgestattet. Das ist eigentlich ganz nützlich, weil man dann sogar auf dem Handy informiert werden kann, dass die Batterie jetzt wieder geladen bzw. erhalten möchten werde, wenn die Spannung unter einen gewissen Wert fällt. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Zum Beispiel muss man beim Ein- und Ausbau der Batterie jetzt so vorgehen. Erst trennt man die Pole von der Batterie, dann soll man erst die Steckverbindung trennen, das lila Kabel von dem Battery Guard. Beim Einbau der Batterie wird zuerst die Steckverbindung angeschlossen, dann erst die Batteriepole. Und Lithium-Ionen-Batterien mögen es augenscheinlich nicht, wenn zu viele Verbraucher direkt angeschlossen sind. Und Kälte ist auch nicht ihr größter Freund. Wobei man aber schon auch erwähnen muss, dass Bleisäure, AGM und Gel-Batterien das auch nicht wirklich mögen. Die verbaute Lithium-Ionen-Batterie hat 10 Ampere-Stunden, was ausreichend, aber bei der ganzen zusätzlichen Elektronik auch nicht überdimensioniert ist. Dabei denke ich zum Beispiel an Koffer mit Zentralverriegelung, Licht und USB, Radar hinten und vorne, adaptive Fahrzeughöhenregelung, der Battery Guard, der täglich die Batteriespannung prüft und vieles mehr. Wenn die Batterie dann nicht mehr genug Power hat, kommt es dann zu einigen Problemen, wie hier. Zum Beispiel schon berichtet wird, dass man die Maschine nicht immer starten kann bzw. nicht immer losfahren kann. Wir haben für euch ausgiebig und in jedem Detail Ladegeräte und die Lithium-Ionen-Batterie getestet. Wenn man es übertreibt, kommt man nicht mal mehr in die Koffer rein. Und die R1300 GS versucht sich selbst zu schützen, indem sie beim Start alle zusätzlichen Verbraucher wegschaltet, wenn die Batterie zu schwach ist. Dann ploppen einige Fehlermeldungen auf, was jetzt alles nicht mehr geht. BMW schreibt selbst, dass man die Batterie laden soll, wenn man 4 Wochen oder länger nicht mehr fährt. Bei unseren Tests der Ladegeräte waren wir sehr erstaunt, dass sogar einige Ladegeräte von namhaften Herstellern diese Lithium-Ionen-Batterie nicht direkt laden konnten. Und nur ein einziges konnte aktuell mit dem CAN-Bus der R1300 GS umgehen. Das Ladegerät findet ihr natürlich bei uns im Shop, also vorbeischauen unter www.imhornig.de. Das Ladegerät verlinke ich euch noch unten in der Beschreibung und den Kommentaren. Ich würde euch sogar empfehlen, steckt das Ladegerät einfach immer nach dem Ankommen in der Garage an. Oder zumindest dann, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr in den nächsten 14 Tagen noch einmal eine Runde drehen werdet. So habe ich es mir zur Routine gemacht und wer noch nicht überzeugt ist, dem wird der Preis der Lithium-Ionen-Batterie von 399,85 € vielleicht dabei etwas helfen. In den sozialen Medien sieht man das ein oder andere Mal, dass ein R1300 GS-Fahrer mit den Koffern bzw. den Kofferschlössern Probleme hatte. Und Zuschauer haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass BMW jetzt sogar die Koffer aus dem Konfigurator genommen hat. Welche Erfahrungen habt ihr bisher mit der R1300 GS und den neuen BMW Vario-Koffern gemacht? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Also alle Koffer, die wir bis jetzt für R1300 GS-Kunden verkauft und codiert haben, haben keine Probleme gemacht. Aber der Mechanismus ist neu und man dreht den Schlüssel jetzt etwas weiter als bisher, zum Beispiel bei den Vario-Koffern der R1250 GS. Deshalb würde ich meinen, dass man die neuen Koffer am besten mit dem normalen Metallschlüssel öffnet und vielleicht nicht so oft mit dem Plastikersatzschlüssel. Im Video seht ihr, wie man die Koffer abnimmt und wieder an der R1300 GS befestigt.
wir überhaupt schon unsere neuesten Produkte für die BMW R1300 GS, wie unsere LED-Zusatzscheinwerfer, die genau passend für die BMW-Halterung der Zusatzscheinwerfer sind. Oder unsere Aluminium-Dreh- und Fressteile. Oder unser Wireless-Handy-Ladepad, genau passend für den Stauraum auf dem Tank, aber vor allem mit einer speziellen Elektronik, die zum BMW CAN-Bus der R1300 GS passt und die Batterie nicht leer saugt. Und bei uns findet ihr auch schon Windschilder, Taschen und vieles mehr für eure R1300 GS. Bezüglich Licht der R1300 GS kann sich der ein oder andere von euch bestimmt noch an die Witze aus den sozialen Netzwerken erinnern, die ihr zum Beispiel bei uns in den Videos teilweise gesehen habt. Und ich konnte nicht glauben, was der Head of Customer, Brand and Sales von BMW Motorrad Stefan Reif über das Aussehen der R1300 GS sagt. Aber seht selbst. And I can tell you, it rides a lot better or even better than it looks. Hat er wirklich gesagt, it rides a lot better than it looks? Sie fährt sich viel besser, als sie aussieht? Ich kann es nicht glauben, aber Spaß beiseite. Die R1300 GS kann einiges und einiges davon sogar sehr gut. Aber wie sieht es mit dem neuen Licht aus, das im Vorfeld schon unglaublich polarisiert hat? Teilweise war zu lesen, dass die neue hässliche Funsel nicht nur leichter ist, sondern auch kein Licht auf die Straße blinken soll. Aber seht selbst. Rechts seht ihr die R1250 GS und links die R1300 GS. Das ist eindeutig. Der neue LED-Matrix-Scheinwerfer der R1300 GS überstrahlt die R1250 GS um Längen. Von vorne seht ihr jetzt rechts die R1300 GS und links die R1250 GS. Sowohl Standlicht als auch Abblendlicht und Fernlicht sind bei der R1300 GS deutlich heller. Um ehrlich zu sein, hier im direkten Vergleich schaut das LED-Licht der R1250 GS eher wie eine Funsel aus. Also wenn ihr solche Informationen zu den neuesten BMW-Modellen und über unsere Produkte nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Servus und bis zum nächsten Video.